Heute gibt es keinen großen Intro-Gag. Nur 2 Buchstaben und 3 Zahlen. ME262. Und mehr brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, wir sprechen heute über den Sturmvogel oder die Schwalbe. Wir Kenner kennen sie als Messerschmitt ME262. Hier aus dem Hause Kobi im Maßstab 1:48, die 5881. Der erste in Serien gefertigte Düsenjäger der Welt, der auch im Kampfeinsatz war. Mehr braucht man zu diesem Set eigentlich nicht zu sagen. Ich bin gespannt, wie die Umsetzung in meinem nicht so geliebten 1:48er Maßstab geworden ist. Aber das alles klären wir wie so richtige Messerschmitt-Ingenieure gleich hier auf meinem Bautisch. Mit 2 Jet-Triebwerken hier auf meinem Bautisch gelandet. Die legendäre Messerschmitt ME262, hier von Kobi aus der Historical Collection World War II im Maßstab 1:48. Gebaut wird es gleich von mir aus 250 Steinchen. Ich bin gespannt, wie dieses legendäre Flugzeug in diesem Maßstab daherkommt. Ganz lustig finde ich, dass wir hier einen, glaube ich, Missprint, einen Fehldruck auf dem Karton bei den Infos haben. Hier steht nämlich Place of Origin, also wo das Flugzeug herkommt, hier Deutschland, und dann in Polish Service von 1944 bis 1945. Das kann, glaube ich, so nicht stimmen, denn die Me 262 ist nie im Dienste der polnischen Luftstreitkräfte im Zweiten Weltkrieg geflogen. Also hier haben wir wahrscheinlich einen Fehlprint. Die Größenangaben seht ihr auch gleich bei den Infokarten, sowieso nochmal auch hier dann diese Infobox. Das Fahrwerk können wir wieder abmachen, typisch bei diesen 1:48er Flugzeugen. Und wir haben hier ein Originalfoto. Und dieses Flugzeug hatte ja Probleme, in die Luft zu gehen, beziehungsweise brauchte es sehr lange Start- und Landebahnen. Dabei wurden viele dieser Flugzeuge abgeschossen in der Endphase des Krieges. Aber hier bei mir auf dem Bautisch wird die Me 262 ganz schnell in die Lüfte gehen, versprochen. Ja, Freunde, da haben wir Kobis Me 262 im Maßstab 1:48 auf den Bautisch liegen, aus dem Karton geflogen. 11 Bautüten, meistens in grün, weiß und schwarz gehalten, beziehungsweise die Steine natürlich. Wir haben schon mal, das sehen wir, ein paar Prints wie hier auf der Cockpithaube oder auf dem Triebwerk ein- und auslassen. Das lässt auf schönes, detailliertes Bauen und Stehen im Regal später schließen. Altersempfehlung ab 6 Jahren und wir schauen uns kurz die Anleitung an, die schön daherkommt, nämlich in diesem sehr oldschool Design. Das gefällt mir. Wir bauen gleich drauf los und der farbige Baustep ist immer der aktuelle, den wir gerade bauen. Wir haben keine Seitenzahlen, deswegen geht es hier nach den Nummern. Wir bauen so weg von Bauschritt zu Bauschritt. In diesen Kästchen hier unten sehen wir immer, welche Steine wir brauchen und wie oft. Und Pfeile weisen uns den Weg. Es gibt eine kleine Legende, welche Sondersteine wir wie wo in welcher unterschiedlichen Art einsetzen. Und wir haben Anlegehilfen, so brauchen wir nicht immer Noppen zählen. Und fertig sind wir dann mit dem Baustep 56. Auf der letzten Seite sehen wir dann alle Teile, die verbaut wurden, mit der Kobi-Bezeichnung. Sollte euch ein Teil fehlen, könnt ihr es hier unten auf der Kobi-Seite im Servicebereich gleich monieren. Und dann gibt es immer etwas Werbung. Und ich muss gestehen, diese Großflugzeuge hier, da fehlen mir noch einige in meiner Review-Playlist. Alle anderen gebauten Sets, die ich so gebaut habe, könnt ihr hier oben auf dem i finden. Da findet ihr die erwähnte Kobi-Playlist hier auf YouTube auf meinem Kanal. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen und ich hoffe, hier mit den 250 Steinchen euch nicht zu schnell zu bauen, damit es ein paar tolle Fakten gibt. Einen kleinen Fakt habe ich schon mal hier für euch am Rande, denn das ist gar nicht meine erste Me 262 im Maßstab 1:48 von Kobi. Der liebe Arthur, den ihr vielleicht kennt, der Brandmanager von Kobi, der hat mir mal hier ein Set signiert. Das wollte ich logischerweise natürlich nicht aufmachen. Vielleicht versteigern wir das mal oder irgendwann, wenn ich die 100.000 geknackt habe, baue ich das mal. Wer weiß, wer weiß. Jetzt bauen wir aber erstmal die Schwester, die ich hier auf den Bautisch liegen habe. Also ich wiederhole mich, Leute. Viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen.
Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über die Messerschmitt Me 262. Im Herbst 1938 erhielt Messerschmitt den Auftrag, ein luftstrahlgetriebenes Jagdflugzeug zu entwickeln. Vorausgegangen waren Entwicklungen bei BMW und Junkers auf dem Gebiet der Luftstrahlturbinen. Das bei Messerschmitt unter der Bezeichnung P1065 laufende Projekt wurde im Juni 1939 abgeschlossen. Am 1. März 1940 konnte von Sachverständigen des Reichsluftfahrtministeriums eine Attrappe besichtigt werden, was zu einem Auftrag über 3 Prototypen mit jeweils 2 der neuen P3302 Strahlturbinen von BMW führte. Beim Reichsluftfahrtministerium erhielt die Version die Nummer 262. Die Arbeiten an dem neuen Jäger und an den Prototypen wurden von der Führung bis hinauf zu Adolf Hitler immer wieder behindert, da die vorhandenen kolbenbetriebenen Maschinen als ausreichend betrachtet wurden. So wurden die 3 Zellen der Erprobung im April 1941 fertig. Die Strahlturbinen von BMW waren aber wegen der ablehnenden Haltung des damaligen Generalluftzeugmeisters Udet noch nicht serienreif. Daher wurde die Me 262 V1 mit einem Jumo 210G Kolbenmotor ausgestattet, sodass der Erstflug am 18. April 1941 erfolgte. Erst am 25. März 1942 konnten 2 BMW 003 Strahltriebwerke montiert werden. Beim Erstflug mit den Turbinen gab es Schwierigkeiten, da eine beim Flug ausfiel und die Maschine mit dem Kolbenmotor gelandet werden musste, wobei dies nur mit Mühe gelang. Am 18. Juli 1942 erfolgte der erste reine strahlengetriebene Flug der Me 262. Am 1. Oktober 1942 wurde auch die Me 262 V2 fertig. Am 15. Mai 1943 wurde die Version V4 vom General der Jagdflieger Galland geflogen, der von der Maschine begeistert war. Es folgte die Me 262 V5, die als erste Maschine mit dem Bugfahrwerk ausgestattet war, was wir auch hier im Modell bauen. Bei allen anderen Versionen vorher gab es ein Spornrad am Heck. Die folgende V6-Version wurde am 26. November 1943 in Insterburg in Ostpreußen Hitler vorgeführt. Dieser zeigte sich weniger beeindruckt und richtete an Messerschmitt die Frage, ob die Me 262 auch mit Bomben ausgerüstet werden könne. Da zur damaligen Zeit alle Jagdflugzeuge, wenn auch mit fraglichem Erfolg, zu Jagdbombern umgerüstet werden konnte, bejahte Willy Messerschmitt die Frage. Diese Bejahung löste bei Hitler die bekannte Eingebung aus: Das ist endlich der Blitzbomber. Allen Eingaben und Protesten zum Trotz befahl Hitler die Serienfertigung des Musters als Bomber, obwohl das Muster durch die Außenaufhängung der Bomben 200 km/h an Geschwindigkeit verlor und somit wieder in den Geschwindigkeitsbereich der alliierten Jäger zurücksank. Bereits am 20. Dezember 1943 flog der General der Kampfflieger Oberst Pelz die Me 262 V6, die Hitler zum Blitzbomber erklärt hatte. Am gleichen Tage wurde die Me 262 Version 7 fertig, die mit Druckkabine ausgerüstet war. Sie wurde am nächsten Tage von Major Meyer vom Jagdgeschwader 2 und Hauptmann Thierfelder geflogen und für gut befunden. Inzwischen hatte man die Entwicklung der Me 262 von Augsburg nach Oberammergau verlegt. Dies erwies sich als gute Lösung, da im Rahmen der Big Week, den massierten Luftangriffen der 8. US Army Air Force, Augsburg und Regensburg mit den dortigen Messerschmitt-Werken schwer beschädigt wurden. Bis April 1944 wurden noch weitere 3 V-Maschinen fertig und gingen in die Erprobung. In Leipheim war im Januar 1944 die Produktion einer Vorserie von 22 Maschinen angelaufen. Die erste dieser Maschinen machte am 19. April 1944 ihren Jungfernflug. Galland erklärte im April 1944, dass ihm eine Me 262 lieber sei als 5 Me 109. Oberst Steinhoff versuchte im August 1944 anlässlich der Verleihung der Schwerter zum Ritterkreuz Hitler umzustimmen. Hitler wusste es natürlich besser. Er erließ den Führerbefehl: Mit sofortiger Wirkung verbiete ich mir, über das Düsenflugzeug Me 262 in einen anderen Zusammenhang oder einer anderen Zweckbestimmung zu sprechen, als den als Schnellst- oder Blitzbomber. Der dicke Göring echote aus Marienhall, seinen Wohnsitz, zurück: Jedes Gespräch über das Thema, ob Me 262 ein Jagdflugzeug ist oder nicht, verbiete ich. Der Reichsmarschall:
Ende 1944 hatte die Produktion der Me 262 einen Gesamtausstoß von 568 Maschinen erreicht. Die überwiegende Mehrzahl war als Blitzbomber an die Kampfgeschwader KG 51, Kampfgeschwader 6, KG 27 und dem Kampfgeschwader 54 gegangen. Nur wenige Jagdflugzeuge erhielt Major Nowotny für ein Spezialkommando, mit dem er von Achmar bei Osnabrück Einsätze gegen die alliierten Bomberströme flog. Trotz der wenigen eingesetzten Me 262 stiegen die Bomberverluste so an, dass am 1. September 1944 General Spaatz, der Oberkommandierende der strategischen Luftstreitkräfte der USA in Europa, nach Washington kabelte, dass die tödlichen deutschen Düsenjäger die alliierten Verluste bei ihren Bombenangriffen in unmittelbarer Zukunft untragbar machen könnten. In der deutschen Strategie änderte sich indessen nichts vor Anfang 1945, als auf Führerbefehl der Expertenverband JV44 unter Galland und das Jagdgeschwader 7 unter Steinhoff aufgestellt wurden. Unter der Leitung des Reichsrüstungsministers Speer verließen in den ersten 4 Monaten des Jahres 1945 noch 865 Strahljäger das Fließband, durch die der gesamte Ausstoß an Me 262 die noch beachtliche Zahl von 1433 erreichte. Ein großer Teil dieser Maschinen kam nicht mehr zum Einsatz. Treibstoffmangel führte dazu, dass die gut getarnten, abgestellten Maschinen den Alliierten beim Vormarsch in Mitteldeutschland unbeschädigt in die Hände fielen. Bis auf wenige Beutestücke, die in England und USA nach dem Sieg gezeigt wurden, wurden alle Maschinen verschrottet. Weitere Maschinen wurden auf dem Fließband zerstört. Dies ging in Amerika so weit, dass etwa 5 Jahre nach Kriegsende eine kleine Firma in den USA den Auftrag erhielt, nach den erbeuteten Zeichnungen eine Me 262 neu für die US Army Air Force zu bauen. In der Tschechoslowakei wurden vom Rüstungskonzern Avia nach dem Krieg noch Teile einiger Me 262 zu Avia S-92 bzw. C-92 umgebaut. Es waren noch einige Maschinen von Messerschmitts Düsenjäger im Land, da das Jagdgeschwader 7 in Prag stationiert war. Ja, Freunde, das waren die Fakten zur Me 262, zur Schwalbe, zum Sturmvogel, zur Avia S-92 oder S-93. Es gibt noch viel mehr Fakten zu erzählen. Vor allen Dingen muss noch erwähnt sein, dass dieses Flugzeug wahrscheinlich mehr Menschen in der Produktion tötete als im eigentlichen Einsatz. Leider, wie immer, zu Kosten der Zwangsarbeiter und der Gefangenen in den KZs bzw. unterirdischen Rüstungswerken. Das darf nie vergessen werden, wenn man hier über solche Maschinen, über so ein Tötungswerkzeug spricht. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr seid noch nicht eingeschlafen. Es waren sehr lange Fakten. Viel Spaß, aber jetzt beim Review. Nach 37 Minuten Bauzeit steht sie auf dem Bautisch und wir können sie besprechen. Die Messerschmitt Me 262 aus dem Hause Kobi aus der Historical Collection World War II im Maßstab 1:48 aus 250 Steinchen gebaut. Das Set mit der Katalognummer bei Kobi 5881. Und ich habe zur besseren Einordnung mal die große Me 262 hier in der A1A-Version euch auf den Bautisch gestellt. Die 5721 gab es hier auch schon mal im Review. Hier oben auf dem i könnt ihr es finden. Und zur besseren Einordnung auch noch eine Schwester aus der Produktfamilie, ist falsch. Jäger könnte man sagen, ja, aber aus dem gleichen Haus, denn wir haben hier die Bf 109G aus dem Hause Messerschmitt logischerweise und im Echt sowieso alles aus dem Hause Kobi. Aber wir haben hier einen Düsenjäger im Maßstab 1:48 für Messerschmitt und wir haben hier einen propellerangetriebenen Kolbenjäger auch im Maßstab 1:48, die 5870. Wie gesagt, alle meine Kobi-Reviews findet ihr oben auf dem i auf der Kobi-Playlist. Da könnt ihr alle nochmal anschauen. Aber wir wollen uns ja heute hier die kleine Me 262 im Maßstab 1:48 anschauen. Ich habe es euch gesagt, 250 Steinchen. Wir haben natürlich nach dem Bau ein paar sogar ein paar interessante. Wir haben hier so ein Bar, wo sich gleich eine Bügelperle drauf gemogelt hat. Wir haben ein Achsenteil, wo wir die Felge drauf machen können und dann ein Rad. Und wir haben Bügelperlen, einen Bügelperlenapplikator und eine C-Clamp, die wir in eine Negativnoppe drucken können. Also ein paar Steine. Mich interessiert mal, und das muss ich echt mal nachlesen, nachforschen, wäre vielleicht mal ein Video wert, ob diese Steine schon in den 250 mit einkalkuliert sind. Wenn ihr sowas sehen wollt, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Die Anleitung vom Set 5881 ist noch
der damaligen Zeit, damalig sage ich, weil bei Kobi das ja immer ein bisschen schneller geht, geschuldet. Das heißt, wir haben hier noch das alte Design der Anleitung, also das Kartondesign hat sich nicht gespiegelt. Sonst ging es sehr gut zu bauen, hat Spaß gemacht. Wir haben dieses alte Design auch im Inneren, also mit beigen Hintergrund und blauen Umrandungen bei Flugzeugen. Ihr habt es gesehen, 56 Bausteps bei 37 Minuten Bauzeit und deswegen ist das hier so ein Snack, aber ein etwas längerer Snack, sage ich mal. Denn zum Beispiel die Bf 109, die hat ja noch nicht mal 20 Minuten gedauert. Also hier haben wir einen etwas längeren Snack. Wir haben ja auch 250 Steinchen. Das Ding hat mehr Spaß gemacht zu bauen, kann ich euch sagen. Das Ding hat aber seine Berechtigung und sieht auch ganz cool aus und hat einen riesengroßen Vorteil, die das Set auch hat, hier natürlich die 5721, aber hier haben wir einfach einen kleineren. Viele von euch mögen ja den kleineren Maßstab, was Flugzeuge angeht, weil man so mehr ins Regal bekommt. Und auch zu den großen Kobi-Bombern passen diese Jäger ja auch. Mir gefällt hier, dass ich einen kleinen Bauspaß habe, ich habe es euch gesagt. Der Bauen hat Bock gebracht. Auch interessante Bautechniken hier mit dem Seitenleitwerk, das wir so reinschieben und dann hier von links und rechts gegendrücken. Das gefällt mir ganz gut. Was ich aber auch toll finde, ist, dass wir so tolle Drucke haben. Nämlich einmal hier das weiße Balkenkreuz, was wir sogar in dieses Hellgrau von Kobi reindrucken. Wir haben diese schrägen Balkenkreuze und wir haben auch über die Turbinen hier, über die Motoren gedruckte Tarnlackierung sowie eine gedruckte bzw. bedruckte Haube, hier die grünen Holme und auch die Bewaffnung wurde drauf gedruckt. Von unten dann ja etwas Tristesse, da kann man sicherlich noch mehr verkleiden, gerade hier macht Kobi jetzt ja auch eigentlich bei den neueren Sets. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass wir hier eine Aufnahme haben für einen Stand, den wir uns selber designen können. Also wenn ihr euch einen Stand bauen wollt oder einen über habt, weil ihr ein anderes Flugzeug, vielleicht die große hier nicht auf dem Stand präsentieren wollt, dann könnt ihr auch hier die kleine auf so einen Stand stellen. Wenn ihr das Flugzeug flugbereit machen wollt, einfach hier das Fahrwerk rausziehen. Es ist nur in diesen kleinen Stab hier gesteckt. Typisch wieder Kobi mit Baurichtungsumkehr, weil eigentlich ist eine 1x1er Plate mit so einer Bar dran, wieder mit Baurichtungsumkehr so hingekriegt, dass der Stab nach unten zeigt. Wir haben viele große Wedges, das finde ich ganz gut. Rounded Slopes haben wir. Wir haben natürlich ein bisschen die Optik, als wenn einer auf einen Frosch gelatscht wäre. Das ist so, wenn man in so einem kleinen Maßstab, glaube ich, Brick-Build arbeitet. Und Kobi hat ja schon seine eigenen Steine, um solche Formen besser hinzukriegen, wie hier. Richtig toll. Aber es bleibt nicht aus, dass wir dann hier solche Kanten haben, wenn wir nicht große Formteile anbringen wollen. Und auch hier ein bisschen, wird es etwas zugig, wenn wir mal gucken, da. Aber trotzdem für den Maßstab finde ich es richtig gut. Und auch bautechnisch geschuldet, dass wir dann hier eine Noppe so nach oben rausstehen haben und von unten dann quasi eine Negativnoppe. Ja, aber 37 Minuten Bauzeit für so einen kleinen Flieger, da sind solche Bautechniken überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, wenn man mal schaut, so eine Me 262 aus Systemstein wird etwas blockiger aussehen, ganz, ganz gewiss. So, einzige Problem, was ich immer habe, ist, dass dieses eine Fahrwerk hier etwas zu locker sitzt im Vergleich zu dem hier. Das kann ich kaum richtig bewegen. Hier ist es zu locker. Das ist bei Kobi Stein manchmal so, auch gerade bei den Bars. Da muss man manchmal vielleicht tauschen, dann geht das auch. Also, schmales Geld für 250 Steinchen kann man sagen. Ja, von unten ist es, sagen wir mal, Pfui mit Anführungszeichen. Von oben dann wieder Hui und auch gerade von der Seite durch die Lackierung. Und wenn ihr einen großen Kobi-Bomber habt, zum Beispiel einen britischen oder einen amerikanischen, dann könnt ihr gerne so ein Flugzeug daneben stellen. Es hat auf jeden Fall wahrscheinlich solche Begegnungen dann im Himmel gegeben, also über den deutschen Himmel, in euren Himmel natürlich nicht, aber es passt ganz gut und deswegen hat dieser Maßstab auch seine Berechtigung. Ich kann hier wirklich nicht viel sagen, ich müsste mir jetzt viel aus den Haaren herbeiziehen, um zu sagen, dass es mich jetzt das und das stören würde oder ich das und das besonders toll finden würde. Wichtig war auf jeden Fall, dass ihr gesehen habt, dass es 37 Minuten gebraucht hat, dass es wieder tolle Drucke haben, dass wir natürlich die Abstufung haben hier oder das Negative, dass wir hier ab und zu etwas paar Kanten oder Lücken haben. Ich sag mal, das liegt einfach an der besonderen Bauform.
Und über den Preis, dann müsst ihr euch sowieso Gedanken machen, ob das für euch das wert ist oder nicht. Ich hadere ja immer so ein bisschen mit dem 1:48er Maßstab, aber gerade dadurch, dass man, wie ich es gerade gesagt habe, dieses Flugzeug gut neben eine B-24 stellen kann oder eine B-17, hat seine Berechtigung und deswegen wollte ich sie euch auch vorstellen. Ja, das waren die Worte hier im Review, aber ihr bekommt natürlich gleich nochmal Worte bei den Bildern, denn ihr bekommt natürlich auch von der Me 262 im Maßstab 1:48 noch einmal Detailbilder und danach schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Wie immer an dieser Stelle, liebe Freunde, bekommt ihr ein paar Detailbilder, damit ihr euch selber nochmal unabhängig von meinen Ausführungen ein Bild von dem Kobi-Set 5881 machen könnt. Ich habe ja ein paar Mal in diesem Video den Spitznamen Schwalbe oder auch Sturmvogel verwendet. Die Jagdversion, die hatte den Spitznamen Schwalbe und die Jagdbomber-Version wurde mit den Suggestivnamen Sturmvogel versehen. Das nur, falls ihr euch wundert, warum ich hier mit den Namen hin und her springe, denn Kobi nennt dieses Set ja einfach nur Me 262 und somit ist es ja die freie Interpretation, ob wir hier von der Schwalbe oder den Sturmvogel, heißt den Jäger oder den Jagdbomber, sprechen. Dann noch ein Fakt, den ich immer ganz gerne erwähne, wenn ich über die Me 262 spreche, dass dieses Flugzeug, dieser revolutionäre Flugzeugtyp von allen Siegermächten geflogen wurde. Und sogar ein kleines Land, das den Krieg auch wieder überlebt hat, vereint, hat dieses Flugzeug geflogen und sogar selber gebaut. Natürlich haben die USA die Me 262 getestet, sowie die Sowjetunion. In Frankreich wurde die Me 262 ausgiebig getestet, sogar vom berühmten Testpiloten Eric Winkle Brown, der wohl die meisten britischen Flugzeuge getestet hat. Und auch in Frankreich wurde sogar bis 1947 auf der Me 262 getestet. Die kleine Tschechoslowakei, die es nach dem Krieg wieder gab, hat die Me 262 nachgebaut und hat diese Avia S92 bzw. CS92 für die zweisitzige Trainerversion genannt und hat den berühmten Jumo 004, das Strahltriebwerk, nachgebaut und hat es M4 genannt. Diese Avia S92 bzw. CS92 sind bis Ende der 40er Jahre in der tschechoslowakischen Luftwaffe geflogen. Ja, Freunde, das waren wie immer nochmal ein paar Zusatzfakten on top. Und jetzt schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass ich euch einen kleinen Mundart-Slang mit auf den Weg geben möchte. Denn auch an den kleinen Dingen des Lebens soll man sich hier erfreuen. Und ich finde, da passt ganz gut halt hier ein Kobi-Flugzeug im Maßstab 1:48. Und je mehr Videos ich zum Thema Maßstab 1:48 von Kobi drehe, umso mehr gefallen mir die Sets, wenn wir über Flugzeuge reden. Und gerade die Me 262 hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, das ist in diesem Review rübergekommen. Ich finde, hier stimmt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Und im Vergleich, ich erwähne es immer wieder gerne, zu den B-24-Bomber, zum Beispiel hier von Kobi, ein Bomber im Maßstab 1:48 und da haben wir noch andere Flugzeuge von Kobi. Da passen dann solche deutschen Jäger ganz gut. Wir hatten die Me 262 und wir haben ja auch ganz neu, Stand jetzt hier Mai 2025, die Bf 109. Wenn ihr mal oben hier guckt, die Flügelspitze von der B24, die weist euch hin auf meine Kobi-Playlist. Da findet ihr auch das Video zur Messerschmitt Bf 109. Die fand ich relativ teuer im Vergleich halt hier zur Me 262. Die passt ganz gut und ich finde einfach ihre ikonische Flügelform. Und wenn man jetzt die wirklich so unter die Decke hängen würde, das würde gut historisch passen und sieht wahrscheinlich auch sehr gut aus. Schreibt mir eure Gedanken gerne dazu mal unten in die Kommentare, auch was ihr von der Me 262 haltet hier im kleinen Format. Lasst mich das alles gerne wissen. Ich antworte immer auf jeden Kommentar, denn ich möchte eure Meinung zu den von mir reviewten Sets und auch generell zu meiner Art des Reviews gerne wissen.
In diesem Sinne, liebe Freunde, Dankeschön einmal dafür. Und wenn ihr natürlich Verbesserungen habt oder Erweiterungen, Ergänzungen zu den historischen Fakten, auch gerne in die Kommentare. Ja, ich habe 2 Flugzeuge in der Hand und deswegen wünsche ich euch wie immer einen guten Flug. Auf Wiederbauen. Euer Freund der Blockstar.